Moin, mein Name ist Marc, das ist That's Barbecue, That's Barbecue. Und es geht wieder heute mal in die Türkei. Letzte Woche hatten wir ein Hähnchengericht und heute machen wir dasselbe Rezept im Prinzip mit Köfte. Ein bisschen andere Zutaten sind schon dabei. Natürlich, Hähnchen wird ersetzt durch Köfte. Aber auch ein paar andere Zutaten wurden so ein bisschen angepasst, aber nicht großartig. Aber ich zeige euch einfach mal, wie das Gericht von letzter Woche ein bisschen schneller geht. Deswegen machen wir heute für Rinder Köfte Patatas. Also Ofenkartoffeln wieder, aber jetzt mit Köfte. Ja, und dafür müssen wir jetzt erstmal die Köfte fertig machen. Die Zutaten habe ich alle stehen. Ich hole euch mal wieder näher rein. Ja, ich war wieder mal etwas sparsam mit der Schale, aber hier sind 600 Gramm Hackfleisch drin. Ich habe wieder halb Rind, halb Lamm genommen. Ihr könnt aber auch Rind nehmen oder nur Lamm nehmen. Nehmt, worauf ihr Lust habt. Ich habe Rind und Lamm. Ich finde den Geschmack, das passt aber zusammen. Ja, und ihr seht die restlichen Zutaten. Die muss ich da jetzt alle reinkriegen und verkneten. Es wird eng, aber egal, wir schaffen das. Wir haben hier einmal Knoblauch, den habe ich gerieben. Ihr könnt den aber auch pressen oder fein hacken. Da habe ich hier ein bisschen Paniermehl. Da habe ich hier eine rote, fein geschnittene Zwiebel. Ihr könnt aber auch eine weiße nehmen. Ich finde aber, der Geschmack von der roten, wenn er nicht direkt gebraten wird, ist einfach angenehmer. Und dann für die Bindung noch ein Ei. Größe M. Kreuzkümmel habe ich ein bisschen angemahlen. Paprika edelsüß. Salz und Pfeffer. Und Petersilie fürs Auge und für den Geschmack natürlich auch. Ja, und dann wird das einmal gut verknetet, damit überall die Gewürze sind und alle Zutaten gut vermengt sind. So, und sobald das alles gut vermengt ist, nehmt ihr euch immer ungefähr so viel und macht daraus Köfte. Ihr könnt aber auch einen Chaprummaker nehmen, egal. Ihr könnt auch einen Zipbeutel als Hilfe nehmen. Aber es gibt keinen Schönheitspreis. Deswegen versucht ihr einfach alle ungefähr gleich groß zu machen, gleich dick zu machen. Dann kann man es auch mit der Hand machen. So, währenddessen hier schon die letzten Zutaten stehen für die Füllung der Schale, habe ich die Köfte noch mal auf den Grill gegeben, um die noch so ein bisschen Röstaromen zu geben. Müsst ihr nicht machen, aber wer so ein bisschen Röstaromen dran haben will, gebt die noch mal von allen Seiten so 2 Minuten drauf. Und dann immer ein bisschen drehen und dann sind die auch schon eigentlich fertig. Aber dann kommt noch in die Schale rein. Aber dadurch habt ihr noch mal ein paar Röstaromen drin und das wertet das erst noch mal so ein bisschen auf. Ja, währenddessen wir darauf warten, bereiten wir schon mal die Schale vor, wo dann die Köfte gleich reinkommen. Ja, und wie letzte Woche auch, greifen wir darauf zurück auf eine Konsisform von Ikea. Ihr könnt aber auch jede andere Schale nehmen. Hauptsache sie ist feuerfest, ihr könnt einen Auflauf vornehmen, was ihr da habt. Wieder die Zwiebel so ein bisschen als Backpapier, als Schutz, dass die Kartoffeln nicht so doll verbrennen. Die habe ich jetzt so wieder geviertelt bzw. geachtet, je nach Größe der Kartoffeln. Und die verteile ich jetzt wieder gleichmäßig in der Schale. Auf die Kartoffeln gebe ich jetzt auch so ein bisschen Tomatenscheiben. Die habe ich so in Scheiben diesmal geschnitten, nicht fein gehackt. Und hier so ein bisschen türkische Paprika, Spitzpaprika kommt diesmal auch wieder drauf. Diesmal im Ganzen, nicht klein geschnitten. Und dann brauchen wir natürlich wieder eine Soße, eine Feuchtigkeit, dass die Kartoffeln auch garen. Da habe ich hier wieder Brühe angerührt. Da kommt ein bisschen Tomatenmark rein. Ein bisschen Paprikapaste, wenn ihr das nicht da habt, nehmt ihr einfach mehr von Tomatenmark. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer und schon ist die Soße diesmal fertig. Das Ganze gut vermengen und gut verteilen. Ja, und dann ist es schon soweit, hier könnt ihr Köfte drauf geben. Schaut, die haben wirklich so ein bisschen Röstaromen überall gekriegt, herrlich. Ja. Und damit ist die Schale fertig für den Grill. Mein Grill ist bei indirekt 190, 195 Grad. Ich nutze den Topfdeckelhalter von Ikea, damit ich die Oberhitze gut nutzen kann. Und da bleibt das jetzt 45 bis 60 Minuten drin. Nach 45 Minuten gucke ich nach, wie die Kartoffeln sind, denn die müssen fertig sein. Das Hackfleisch ist wesentlich schneller fertig als die Kartoffeln jetzt, weil sie natürlich schon angegrillt wurden. Und natürlich auch schneller als letzte Woche das Hähnchen. Hähnchen braucht halt viel länger, bis es bei 80 Grad ist. Also nach 45 Minuten schaue ich mir die Kartoffeln an, gucke nach, ob ich noch ein bisschen Flüssigkeit nachgeben muss oder ob das Ganze sogar schon fertig ist. Also in 45 Minuten geht's weiter. So, die 45 Minuten sind um und es sieht eigentlich schon hervorragend aus. Ich probiere jetzt mal so eine dickere Kartoffel. 5 Minuten gebe ich den ganzen noch. So, und dann sind auch die 5 Minuten um und es kann serviert werden. So, dann noch ein bisschen Petersilie drüber geben. Schaut euch an, die Kartoffeln sehen auch gut aus. Lecker mit der Soße zusammen.
Ein bisschen Tomaten, ein bisschen Zwiebeln. Von den Köfte was drauf geben. Ich mag da gerne ein bisschen schärfer, deswegen kommt für mich jetzt noch ein bisschen Biber oben drauf. Und ich habe noch ein bisschen Joghurt dazu gemacht. Und schon ist das Ganze fertig. Ja, da ist auch. Und ich werde jetzt noch probieren. Das meiste weiß ich ja schon. Die Kartoffeln hatte ich ja letztes Mal schon, aber die Köfte hatte ich noch nicht. Da sind sie natürlich nach der Zeit. Ich wollte mal gucken, wie das Ganze schmeckt. Gut gewürzt. Für mich könnte es sogar noch ein bisschen mehr Knoblauch sein. Aber vom Gewürz her schon gut. Ihr seht, es geht wesentlich schneller als diese Hähnchen-Variante. Wenn ihr also weniger Zeit habt, nicht 4 Stunden marinieren wollt und Köfte mögt, dann seid ihr genau hier jetzt richtig. Probiert das mal aus. Ansonsten habt ihr auch hier oben mein Hähnchen-Video von letzter Woche. Hier ein weiteres türkisches Video. Hier oben könnt ihr kostenlos Abo abschließen, Glocke aktivieren, nicht verpassen. Das Rezept und alle anderen wie immer bei mir im Blog. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt That's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.